Moin Leute, an diesem Video will ich euch mal erklären, wie was Mehrspurigkeit mal hier komplett verändert wird. Okay, für die nicht wissen, und so schon ein Video gemacht, wo ich euch auf Englisch erklärt habe, wie was Mehrspurigkeit mal hier komplett verändert wird. Aber bon, an diesem Video will ich ganz mal plötzlich erklären. Okay, was ist der nächste Punkt? Bon, der nächste Punkt ist, dass es wirklich immens einfach ist, mit anderen Leuten zu kommunizieren, die nicht immens gut Englisch schwätzen. Leute, ich ganz ehrlich mit euch. Also, wenn ich immens viel Spruch kann schwätzen, vor allem so mal Weltsprachen, zum Beispiel Französisch, Spanisch, Englisch oder Russisch, dann ist es immens einfach, mit anderen Leuten zu schwätzen, die aus komplett anderen Ländern kommen. Zum Beispiel, ich erkläre mal so, weil ich Spanisch kann, dann ist es immens einfach, ja, durch ganz Südamerika zu reisen. Außer Brasilien, du kannst ja Portugiesisch schwarz. Oder zum Beispiel, weil ich Russisch kann, dann ist es immens einfach, zum Beispiel schon mal an Russland oder Weißrussland oder Kasachstan oder Kirgisistan mit den Leuten zu schwätzen. Wie war das? Ganz einfach, weil Russisch dort ein offizieller Spruch ist. Genau. Deswegen sage ich, was ich sagen will. Also durch Mehrsprachigkeit ist es wirklich immens einfach, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Ich habe mal im Internet gelesen und ich war immens überrascht, dass, obwohl Englisch die meistgesprochene Sprache von der Welt ist, respektive obwohl Englisch ein internationaler Spruch ist, schwätzen aber nicht immens viele Leute gut Englisch. Ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt, die Weltbevölkerung ist ungefähr so 8 Milliarden Leute, mehr ungefähr so 2 Milliarden können Englisch schwätzen. Ich meine, das muss ich mir mal vorstellen. Ungefähr 2 Milliarden Personen schwätzen Englisch. Und dort mengen ich Leute, die Englisch als Muttersprache schwätzen, plus noch die Leute, die Englisch als Skriptsprache gelehrt haben. Bald 2 Milliarden. Das ist wenig. Das ist immens wenig. Und du denkst, aus der Grund, was ich der Meinung bin, dass Mehrsprachigkeit wirklich nie vereinfacht. Wie was? Ganz einfach. Natürlich, ich schwätze immens gut Englisch. Ich kann auch echt Erfahrung suchen. Zum Beispiel war ich mal, also ich war in 15 Ländern allein gewesen. Und wo ich allein gereist bin, ja, und ich auch viele Leute kennengelernt, mit denen ich nicht auf Englisch konnte kommunizieren. Das war viel problematisch für mich. Und da muss ich auch gut durchsehen, wie wird ganz, wenn ich zum Beispiel Kind dem sein Mama-Spruch Kind schwätzen oder so weiter. Genau. Und ja, du denkst, das ist irgendwie, was ich der Meinung bin, dass es wirklich eine gute Idee ist, viel Sprachen zu schwätzen. Genau. Das ist der nächste Punkt. Das ist immens einfach mit anderen Leuten zu kommunizieren. Zweiter Punkt, das ist auch gesund. Also, Sprachen lernen ist wirklich immens gesund. Das ist immens gut für das Gehirn. Wie war das? Ganz einfach, weil ein fremde Sprache lernt, da muss noch neue Wörter lernen. Da muss noch ein neue Grammatik lernen. Und dann muss auch lernen, an der fremden Sprache zu denken. Und Leute, das ist wirklich immens heftig. Das ist eine Sache, die ich nicht so unterschätzen. Vor allem an der fremden Sprache zu denken. Ich bin, wie ich erklären. Ich sage mal so, wenn ihr Lützeburg schwätzt, dann kennt so geht Sätze, wo es genre zum Beispiel Sujet, Verb, Objet ist. Wir haben so geht auch Sätze an der Lützeburger Spruch, die zum Beispiel Sujet, Objet, Verb ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel, okay? Zum Beispiel, ich lerne Englisch, weil ich eine Prüfung habe. Nach ein Kehr. Ich lerne Englisch. Was ist das Sujet? Das Sujet ist ich. Dann lehren, das ist Verb. Und dann Englisch, das ist ein Objet. Ich lerne Englisch, mit dann du könnt ihr sagen. Und zwar, weil ich eine Prüfung habe. Also nachher ich, das Sujet. Und dann, weil ich also in dem Fall, ich sag mal, der Zeitpunkt, wenn ich eine Prüfung muss. Weil ich eine Prüfung, also eine Prüfung, das ist nachher ein Objet, was tue ich eine Prüfung. Und dann holen Verb. Und die geht schon, Also für die Leute, die nicht Lützeburg schwätzen und die Lützeburg wollen lernen, das ist schon eine kleine Challenge. Wie war das? Ganz einfach. Jetzt muss ich mal an der Fremdsprache denken. Par contre, im Englischen, Englisch ist echt so ein SVO-Spruch, das ist Sujet, Verb, Objet.
Und ja, die haben halt nicht die Struktur wie an der Lützeburg Spruch, wo teinst du S wie O aus und teinst du SOW aus, also komplett flexibel. Deswegen sieht die Mensch schwer aus. Und du denkst, als du halt kommt, wie war es auch so gesund, dass ich Sport zu lernen, wie war es? Weil halt lehrt, an nicht zu denken. Und noch das Vokabular, ich leite ganz ehrlich mit dir. Ich bin zu der Meinung, dass es mehr schwer ist, Vokabular zu lernen wie Grammatik. Wie war es ganz einfach? Weil du zum Beispiel Grammatik perfekt beherrscht, wenn zum Beispiel ein kleines Vokabular hast, dann hast du nachher noch limitiert. Du kannst nicht komplett über alles schwätzen, respektive frei schwätzen. Par contre, wenn zum Beispiel immens viel wieder weiß, wenn Grammatik immens schlecht ist, da kann ungefähr schon verstehen, was den will suchen. Zum Beispiel, wenn ich so ich Wasser trinken will. Okay, grammatikal das ist komplett falsch. Ich verstehe aber schon die Message, ich will Wasser trinken. Genau, das ist das, was ich schon mal so will. Wie war das? Ich meine, besonders in der Sport zu lehren. Weil das ist mentale Fitness für das Gehirn. Das ist wirklich mentale Fitness für das Gehirn. Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass wenn anscheinend viel Spuren kann, respektive wenn du im Vierspruch immens gut kann schwätzen, kann das auch den Risiko von Alzheimer schon reduzieren. Ich habe mal gelesen, dass auf jeden Fall einem dabei hilft, den Risiko vom Alzheimer zu reduzieren. Und das war immens interessant. Das ist wirklich immens interessant. Ja, ja, okay, gut. Was noch? Andere Sachen? Ja, an den dritten Grund als für allem noch so. Ja, also, das ist cool. Das sieht immens cool aus. Wenn ein Frischbucher schwätzen kann, immens cool aus. Das sieht echt ultra cool aus. Ich meine, ja, wie ich erkläre. Zum Beispiel, wenn du eine Person fängt, ich weiß nicht, vielleicht Japanisch zu schwätzen. Das sieht cool aus, weil das halt unerwartet ist. Ich meine, ich bin ja ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel gehe, was weiß ich, an Madagaskar gehen. Und auf einmal gebe ich eine Person gesehen, die aus Madagaskar kommt, und auf einmal fängt die Person an mit mir auf Lützeburg zu schwätzen, komplett mega fließend. Ich gehe auf und denke so, okay, wie ist das möglich? Ich meine, ich gebe niemandem im Leben denken, dass ich von Madagaskar einer Person begegne, die auf einmal mit mir auf Lützeburg schwätzen. Versteht ihr, ich meine, das sieht immens cool aus. Weil das immens cool, weil halt unerwartet ist. Und auch für alle, das auch schon, ja, habe ich erklärt, Zeichen von selbstbewusst. Ein für Sport zu schwätzen, als auch gleiche Zeichen von selbstbewusst. Die war ganz einfach, weil auch die ich kann den Leben wieder benutzt, die normalerweise an seinem all das Leben nicht benutzt. Zum Beispiel, wenn ich also wo ich zum Beispiel die ich Spanier war und wo ich Spanisch schwarz tun, hatte ich immens viel Angst. Wie war ganz einfach, weil ich kann mein Leben wieder benutzen, die ich normalerweise im Alter nicht schwätze, benutzen. Zum Beispiel, ich wohne zu Lützeburg, ich schwätze eigentlich Spanisch. Und du denkst, du denkst selber schon mal Menge was selbstbewusst. Das ist halt mehr selbstbewusst. Und noch für alle, müssen aus einer Komfortzone rauskommen. Genau das ist, was ich mal will sagen. Wenn immer die ganze Zeit in der Komfortzone ist, dann kann halt kein Problem machen. Und du denkst dich an Meinung, so, dass das immens gut für Selbstbewusstsein. Ja, also für mich selbstbewusst zu sein. Ja, genau. Das ist das, was ich immens cool fand. Boah, und dann noch andere Sachen, was muss ich dann überlegen? Ich weiß es ganz genau. Boah, wie gesagt, also, das ist ein komplett spontanes Video. Bestimmt gibt es noch andere Sachen, die ich unbedingt will sagen. Aber an dem Moment, ja, und ich das ganz vergesse. Also, noch ein Kehr. Ich habe mal so ein Video gemacht, auf Englisch. Aber boah, das Video ist auf Lützeburg. Wie war's? Weil ich einfach Bock drauf habe, das ganz auf Lützeburg zu sagen. Genau. Und auch für alle. Ich will die was, mir irgendwie möchte mir immens viel Spaß. An verschiedenen Sprachen, dasselbe Thema zu schwätzen. Zum Beispiel Milchbrot geht. Ich fand das immens cool aus. Bon, gut. Das war wohl ein ganz spontanes Video. Also Video, wie welcher Meinung sind, dass Milchbrot immens wichtig ist. Also erster Punkt, Kommunikation. Das war einfach immens krass Kommunikation. Nachher, obwohl Englisch ein internationaler Spruch ist, gibt es auch immens viele Leute, die nicht immens gut Englisch schwätzen. Schwätzen das aus sicher Erfahrung. Zum Beispiel, ja, also ich war schon mal auf 15 Länder und da waren schon ganz viele Leute, die konnten halt kein Englisch schwätzen. Und da denkst du uns gut durch so, ja, wenn ich zum Beispiel dem seinen Mann schwätzen, dann wird einfach mit dem zu kommunizieren.
Also der nächste Punkt, Kommunikation. Das war immens krass Kommunikation. Zweiter Punkt, das auch mental gesund. Und dann dritter Punkt, ja, geht immens cool aus. Ich meine, das ist halt cool, wie was, weil halt unerwartet das. Und auch für alle Gott eng mega selbstbewusst. Genau. Vielmals merci, wenn ihr geguckt habt. Und wie gesagt, die nächste, okay? Ciao.